Servus und Hallo, hier ist der Alex von Pomadeshop. Wir befinden uns in Ottobrunn in unserem Showroom und ich mache heute für euch meinen ersten Pomade-Review. Und ich mache ja die festen Pomaden, deswegen legen wir heute mal richtig los gleich, und zwar mit einer Schmiere Knüppelhart. Ja, wir haben zwei verschiedene im Angebot. Einmal die ganz normale Knüppelhart mit Meteor Dust Duft, was ein bisschen an Kölnisch Wasser erinnert, mit so einer leichten Zitrusnote. Jetzt für mich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, diese moderneren Düfte so richtig einzusortieren. Oder der Prison Edition, die auch so eine Kölnisch Wassernote hat, aber ein bisschen fruchtiger das Ganze. Also ja, schwer zu beurteilen. Ich finde es jetzt aus der Dose, riechen die kräftiger als dann in den Haaren. Also der Duft ist relativ schnell weg. Bei einigen Pomaden kennt ihr es ja, dass ihr wirklich den ganzen Tag den Duft um die Nase habt. Finde ich jetzt bei den meisten Schmiere-Pomaden eigentlich nicht der Fall. Kommt daher in dieser 140 Milliliter Dose, die wahnsinnig stabil ist, wie ich finde auch super schön aufgemacht ist. Generell die Schmiere-Produkte, super klasse Packaging, ganz, ganz schön gemacht. Kommen auch immer noch mit einem kleinen Comic daher. Und ja, einfach toll gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. In der Dose, Schmiere Knüppelhart, man sieht schon ein bisschen was Abgefahrenes. Mit wie viel Pomaden könnt ihr das machen? Ja, gibt es denke ich nicht so viele da draußen. Die meisten sind ja doch eher ein bisschen klebriger. Hier ist es eine sehr, sehr feste, wachsige Konsistenz, die wir haben. Und gerade am Anfang, ihr seht ja, sehr, sehr fest, ein bisschen schwierig rauszuholen das Ganze. Also man muss da am besten mit dem Fingernagel reinschaben. Wenn jetzt wie hier schon ein bisschen was draußen ist, finde ich, geht es eine Spur leichter, das aus der Dose rauszubekommen. Aber es ist ja schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, wie sich es verreiben lässt. Es sind nicht allzu warme Hände, aber ja, das ist absolut in Ordnung. Wird in den Händen gut cremig, also jetzt nicht so schlimm wie erwartet. Und auch nicht so wirklich klebrig, ne? Also wenn ihr eine Murray Superior zum Beispiel benutzt oder eine Murray Superior Extra Heavy, da zieht es ja wirklich Fäden, sehr, sehr stabil. Das hier wird jetzt sehr cremig, ne? Da bin ich mal gespannt, ob das alles so gut zusammenhält, wie ich sonst eher von den klebrigeren Pomaden gewohnt bin. Bringen wir das nochmal in die Haare. Haare sind wie immer leicht feucht, dass das Ganze sich besser verteilen lässt. Lässt sich eigentlich ordentlich einbringen. Fühlt sich jetzt gar nicht so sehr nach einer Mega Strong an. Also da hatte ich schon ein paar schwierigere auch. Nehmen wir nochmal eine Fingerspitze nach. Ich habe natürlich auch von gestern noch Pomade drin. Also, und auch eben eine sehr feste. Deswegen gar so viel brauche ich nicht. Schauen wir mal gerade an den Seiten, ob das hält. Ja, aber man merkt schon in den Haaren doch ganz schön, inzwischen ganz schön stabil. Also wenn ich diese hochziehe, es hält schon mal so. So, dann haben wir es überall gut verteilt. Mal kurz die Hände sauber. Und dann probieren wir das Ganze mal irgendwie durchzukämmen. Ob es nach wie vor so knüppelhart ist wie erwartet. Nein, gar nicht mal. Also zum Durchkämmen ist es absolut in Ordnung. Ich empfehle euch natürlich für so feste Pomaden, nehmt einen sehr breiten Kamm. Also da mit einem feinen Kamm durchzugehen ist kein Spaß, da rupft ihr euch die Haare aus. Muss nicht sein und dementsprechend nimmt einfach so einen groben Kamm, dann ist alles gut. So, ja doch, also schon so fest wie erwartet. Gucken wir mal, wie sich die Tolle hochziehen lässt. Also hält sofort, super easy. Und das Einzige, wo ich jetzt Bedenken habe, ist beim Haare legen, weil dafür sind teilweise so feste Pomaden nicht so optimal. Da finde ich es immer angenehmer, wenn die eher kleben, dass die Haare besser zusammenhalten. Aber jetzt in dem Fall ist es vollkommen in Ordnung. Machen wir mal die Seite noch nachziehen. Doch, das schaut soweit gut aus. Ihr seht, es glänzt bis jetzt ganz gut. Das ist aber nur, weil meine Haare nass sind. Also sobald die trocken wird, ist die fast matt. Also ich würde sagen, das ist sogar weniger Glanz, als ihr es bei einem Haargel habt. Dadurch sehr gut geeignet für auch moderne Frisuren mit Undercut zum Beispiel, wenn ihr einfach nicht diesen öligen Vaseline Glanz wollt, den sonst so eine klassische Pomade euch bietet. Aber so bin ich soweit sehr zufrieden im Styling. Also
dafür, dass sie so knüppelhart ist, lässt sie sich eigentlich ganz gut kämmen. Was nicht ganz so toll ist jetzt in meinem Fall, ich lasse mir gerade die Seiten wieder länger wachsen und da sind die Haare kürzer. Da hält es nicht ganz so gut, da würde ich jetzt tatsächlich vielleicht nochmal irgendwas Klebrigeres aufbringen. Da fehlt dann dieses Klebrige, was ihr von der Superior gewohnt seid, eben wie ich schon vorher gesagt habe. Und dementsprechend ist jetzt nicht so perfekt. Also wo sie sich natürlich bestens vereignet, ist für sehr dicke, sehr widerstandsdicke, sehr feste Haare, sehr, ja, vielleicht auch lockige, wellige Haare, um die gerade zu ziehen. Aber jetzt nicht unbedingt um die Haare zu legen, sondern damit kriegt ihr halt einfach eine brutale Höhe, ein riesen Volumen hin. Aber für so klassische Seitenscheidler würde ich euch auf jeden Fall eine weichere empfehlen. An sich muss ich auch sagen, jetzt so vom Gefühl in den Haaren oder von der Kennbarkeit, merke ich jetzt gar nicht so den gewaltigen Unterschied zu der Schmiere Hart. Ich finde die ein bisschen leichter zum aus der Dose holen. Und jetzt bei meinen dünnen Haaren und bei meinen geraden Haaren würde die harte Schmiere vollkommen ausreichen. Also ich bräuchte jetzt nicht unbedingt die Knüppelharte. Aber wie schon erwähnt, wenn ihr eher dickes Haar habt, widerspannsdickes, denke ich, seid ihr mit der Knüppelhart gut unterwegs. Eigentlich nur ein bisschen schwieriger aus der Dose zu holen. Es ist eine harte Schmiere mit einem extra Kick, würde ich sagen. Gar nicht so viel fester. Und also wirklich sehr zufrieden. Das hält jetzt 20 Stunden, da habe ich überhaupt keine Probleme, dass mir da irgendwas auseinanderfällt. Jetzt wundert ihr euch so ein bisschen, okay, ich habe gerade Haare, ich habe dünne Haare. Warum nehme ich denn so feste Pomaden? Meine Haare wollen einfach nur nach unten. Die wollen am liebsten ganz platt nach unten fallen und dementsprechend zwinge ich sie nach oben und das geht einfach nur mit einer festen Pomade. Das kriege ich mit einer mittelfesten für eine Stunde gut hin, aber dann kann ich komplett nachkämmen und muss nicht sein. Habe ich keine Lust drauf, deswegen nehme ich lieber eine schöne feste Pomade und das Ganze hält gut zusammen. Ja, was ist jetzt noch bei der Schmiere ein bisschen anders? Das sind die Inhaltsstoffe. Und zwar es ist Vaseline mit drin, es ist Wachs mit drin, Mikrowachs in dem Fall, kein Bienenwachs. Und dann einfach noch ein paar chemische Inhaltsstoffe. Warum sind die drin? Die Schmiere wäscht sich einfach viel leichter aus. Wenn ihr sonst immer Probleme habt mit einer Murray Superior, wo ihr eine Woche lang das Zeug in den Haaren habt und keine Chance habt, irgendwie rauszuwaschen, so eine Schmiere, selbst eine knüppelharte, 2, 3 Wäschen und da ist nicht mehr viel von übrig. Deswegen wirklich gut geeignet für die, die Probleme mit den klassischen Pomaden haben und sich immer wieder darüber ärgern, dass sie so schwer rausgehen. Ist jetzt aber nicht so einfach wie eine wasserbasierte, wo ihr einfach nur den Kopf unter den Haaren halten müsst. Ne? Dann denke ich, haben wir soweit alles zu dieser Pomade gesagt. Ich würde euch empfehlen, mal zu eurem Barbershop des Vertrauens zu gehen und vielleicht hat er die da, die kennen sehr viele, die haben sehr viele. Deswegen denke ich, sollte es kein Problem sein, die irgendwo in einem Barbershop eben zu finden zu sein. Könnt ihr die mal ausprobieren. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Wie gesagt, wenn ihr auf einen matten Look steht, schwierige Haare habt, ganz klasse Produkt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald mal wieder. Der Alex, servus.